Sehr kompakt. Der Rossini, ein deutsches Modell, diesmal mit Toilette und 17 Zoll Bereifung, 2,30 Meter Breite. Das heißt also ein sehr, sehr kompaktes Modell, was wir hier haben, mit allen Extras, die man sich so wünschen kann. Und ja, wir sind bei einem der größten Tabat-Händler Europas, zumindest mal der größte für Doppelachser-Wohnwagen. Hier ein kleiner Frevel, der auf deinem Platz steht. Ja, ein Einachser. Was soll das, Sabrina? Ja, wir müssen doch irgendwo die ganze Palette von Tabat auch mal präsentieren. Und wir haben auch tatsächlich für den Camper den Einachser. Ist der schon verkauft, der hier? Der ist schon verkauft, ja. Habt ihr überhaupt irgendein Fahrzeug, was nicht verkauft ist im Moment? Dieses Jahr leider nicht. Nicht mehr, seid komplett ausverkauft, ja. Aber du hast einen Wermutstropfen. Ihr habt einige Gebrauchte, habt ihr da, ja. So, die verfügbar sind. Sogar richtig schicke, die es im deutschen Markt nicht gibt. Können wir gleich mal, ich sag mal im extra Video mal über den Hof gehen, aber können wir gleich im Anschluss nochmal machen. Zeigen wir einfach mal, was da ist. Sehr gefragte Fahrzeuge, also gerade weil das Thema Anhängerlast wird immer geringer, Elektromobilität und Co. Wo liege ich hier ungefähr? Bin ich bei 1, bei ihm hier so bis bei so 1,5, 1,8, je nachdem. Okay, das heißt also, ganz wichtig ist, bevor man sich einen Wohnwagen kauft, bitte beraten lassen. Es ist nicht nur die Anhängelast, die Stützlast, es ist das Gesamtzuggewicht, was viele nicht beachten. Und gerade hier bei so einem Fahrzeug ist natürlich die Beladung das A und O beim Einachser. Korrekt, ja. Sollte man immer darauf Obacht geben. Reingeladen ist immer schnell was. Man denkt immer, im Wohnwagen ist kein Platz und doch hat man ihn überladen. Ja, aber das Fahrverhalten ändert sich ganz dramatisch, wenn man ihn falsch belädt. Trotzdem, die Profis werden jetzt lachen, werden sagen, hey, weiß ich ja alles, aber man hat schnell viel zu viel eingeladen und das ist so übrigens oft der Fehler, den viele machen. Im ersten Campingurlaub wird alles mitgenommen, was sich nicht bewegt, oder? Korrekt, genau. Da haben wir das Rad noch, da haben wir das noch für die Kinder oder die Klamotte und hier dementsprechend noch ein Kasten Wasser und dann noch 2 Flaschen Gas und dann ruckzuck 26 Päckchen Wasser, 6 Flaschen sind 100 Kilo. Passt ja rein. Passt rein. So, ich kann so viel schon mal sagen, das Bad ist vorne. Ja, du hast jetzt zum Beispiel das erwischt, was du immer gesagt hast, wie du auf den Campingplatz gefahren bist. Wer kommt denn da? Du siehst nämlich hier dementsprechend die Serviceklappe zur Toilette, ne? Zur Toilette. So, daran erkennt man, dass es ein deutsches Modell ist. Und wir gehen gleich mal rein. Übrigens, die Deichselabdeckung, die wird erst später montiert. Der hier ist ja jungfräulich gewesen. Wir haben eben schon das Siegel abgerissen. Also der ist nagelneu. Auch zum Teil aus der Preisliste musst du bei den deutschen Fahrzeugen aufpassen. Mit und ohne Deichselabdeckung. Die kostet tatsächlich dann nachher Geld. Weil es könnte ja sein, dass hier jemand gerne nur lieber einen Fahrradträger aufbauen will. So, die Klappe geht nach oben auf, das würde ja dann gehen. Korrekt. Da hat sich, glaube ich, in 500 Jahren nichts geändert bei Tabat. Und den Staukästen? An Staukästen. Aber funktioniert ja, was soll man da ändern? Ja. Die haben jetzt auch ein Ersatzrad sich mitbestellt. So, liebe Familie, wenn ihr ihn seht, habt ein tolles Fahrzeug, was es aber so gar nicht gibt. Was interessant ist, du hast eine weiße Kederleiste. Sabrina schließt mal gewissenhaft zu. Das ist separat, sonst haben wir nachher. So, eine weiße Kederleiste mit drin. Du hast eine kleine Aufbautür. Das ist, glaube ich, dem Rossini vorbehalten, die kleine, oder? Die kleine, die sind, was heißt die kleine? Auch diese schmale Tür nennen wir es einfach mal. 60er Breite und noch zweigeteilt. Zweigeteilt. Gibt es von den großen nicht mehr. Nee. Da gibt es nur noch die breite Tür. Und ja, geh mal rein. Hier vorne hast du die Vorzeltleuchte, die ist mit integriert. Die, sag mal, die Reling oben, die ist extra? Die Dachrelinge sind Zubehör, tatsächlich. Und wie gesagt, auch mit der Markisenleiste und so weiter. Den Rossini kann man sich dementsprechend zusammenstellen. Sag mal, wir filmen oft schwarze Fenster. Bei den französischen Modellen gibt es bei deutschen gar nicht? Nee. Geht's nicht. Auch wenn ich hier sage, hier, ich besteche mal jemanden im Werk, geht nicht. Schwierig. Würde ich sein lassen. Also okay. Ohne Erfolg. Ohne Erfolgschancen. Krass, das ist das Design, das haben wir, ohne Witz, haben wir in Frankreich noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, den Deutschen vorbehalten, oder? Das Braune. Du kannst die Polstergarnitur, wie sie jetzt hier ist, auch tatsächlich wählen. In Weiß? Und nee, weiß wird es nicht. Das ist, sind 4 verschiedene Polstervarianten, 2 Kunstleder und 2 Stoff. Ja. So,
bin auch froh, dass du wieder gesund bist einigermaßen. Du bist wieder hergestellt. Ich glaube, letzte Woche lagst du noch flach. Jetzt Video Nummer 8. Ich glaube, das wird das letzte heute. Ab und zu fehlt ein bisschen die Luft. Ihr merkt es ja. So, liebe Sabrina. Trotzdem toller Grundriss. Also der ist komplett offen. Und das, ich sag mal, finden viele Leute richtig toll. Das heißt, du hast eine Blickachse von vorn nach hinten und der Raum wird irgendwie nicht verbaut. Also das ist der, warte, ich setze mich mal hier rein. Können wir mal sehen. Also du hast hier so eine Art Tresen mit drin. Hast viel Platz. Ein französisches Bett. Da ist die Sabrina. Das geht sogar noch einen Schritt zurück. So eine Dometic-Klimaanlage ist hier mit dabei. Das sind so die Basics, die man sich eigentlich so mitbestellt. Was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe, ist dieser freischwebende Tresen, der hier drin ist, der über dem Bett praktisch schwebt. Ja. Da haben also ein paar Leute mitgedacht und haben so den Beinraum, den haben wir hier beschränkt. Aber den brauchst du nun wirklich nicht, oder? Den Beinraum brauchst du so ja eigentlich nicht. Aber er ist gut genutzt durch wirklich dieses Hervorziehen von der... Es ist ja nicht nur eine Optik. Ich finde es eigentlich einen gut genutzten Raum, sage ich jetzt einfach mal. Absolut. Das heißt, du bist hier drunter. Die Beine passen auch durch. Das ist gar kein Thema. Wir sind ja auf einem sehr, sehr kurzen Modell. Du hast eine ultra große Spüle. Guck mal hier, wenn du mal deine Hand einfach mal reinhältst. Das ist, da passen Pizzateller rein, alles. Dann hast du hier Kaffeemaschine und so. Kannst du entweder Fernseher. Kaffeemaschine, Fernseher, in die Richtung. Optimal genutzt. So, dann kannst du kochen auch noch. Ja gut, aber das brauchst du ja nicht. Das brauchst du ja nicht dauernd. Also der so, Silvi ist vorbereitet. Silvi. Up to date. Up to date. So. Auch nochmal mit Klappfunktion. Ja? Hier vorne. Jeder Zentimeter genutzt. Trotzdem hast du den Kühlschrank zur Küche hin geöffnet. Diesmal auf der anderen Seite. Was unsere Frage auch beantwortet, kann man es umbauen? Ja, kann man. Denn hier ist es diesmal Anschlag links. Dann haben wir hier noch ein kleines Fach und unser integriertes Gefrierfach. Keine Finger. So. Ja, der Duschvorhang liegt hier unten noch drin. Deswegen, da liegt der Duschvorhang, der noch montiert werden muss. Also lass mal zusammenfassen. Wir haben eine Rundsitzgruppe vorne. Ja. In diesem braunen Leder. Wir haben relativ helles Holz für Tabat-Verhältnisse. Schon fast weiß, das Holz, oder? Rossini. So, dann gerade matte Klappen. Aha. Sehr reduziert. In Verbindung mit dem Holz natürlich das Weiß. Die Rettung, weil wenn die auch noch Holz wären, dann hätte ich mich umgebracht. Aber so wirkt es sehr modern. Ja. Dann viel Licht. Du hast eine tolle Küche. Also es wirkt schon edel, aber nicht altbacken. Und viel Platz. Warte, ich filme dich mal beim Tanzen. Irgendwie noch. Passt. Kleiderschrank. Ach so, ja. Haben wir abgebrochen. Alles, was man hat. Aber auch noch ein Kleiderschrank. Ja, ein großer Kleiderschrank. Für Wohnwagenverhältnisse jetzt nicht der größte, für Wohnmobilverhältnisse ein gigantischer Kleiderschrank. Also wir sind ja auf einer kurzen Aufbaulänge, muss man auch immer wieder noch erwähnen. Dann ein sehr innovatives, getrenntes Bad. Alles neu und kalte Hände. So, und hier kann der ich dann... geht bis hierhin. Ja. So, und von da kommt ein kleiner, weil wir ja hier die Ablage dementsprechend. So, und der geht dann ums Eck rum und dadurch kann ich... Bis hierhin und einmal geht der dann hier herum. Man kann aber auch nur den kleinen zumachen, theoretisch, und dann hätte man den Bereich schon mal abgetrennt, ja. Also wenn jetzt einer mal schläft. Der ist aber jetzt in dem Moment, weil wie meinst du das? Wohin möchtest du? Weil der wird Geht hier da dran. nachher fixiert. Ah, okay. Und der hat hier den Anschlag. Alles klar. Das heißt, die gehen nur zusammen. So würde ich das jetzt auch mal behaupten. Gut. So, dann extra Waschbecken. Extra ausgelagertes Waschbecken, auch nochmal mit Stauraum. Oh, ist sogar noch richtig Platz drin. Ein großer Spiegel. Jo. Dann hier ein Handtuchhalter. Genau, der wird hier oben, kannst du das
entweder aufmachen oder einfach so einhängen. Okay. Und jetzt kommt's. Oh, dann kommt dein Klo. Endlich. Endlich kommt dein Klo. Das Klo. Da ist es. Ein Chemie-Klo. Kann man mittlerweile, gibt es Zusätze, die werden wir in Kürze vorstellen. Aus dem Saarland, aus St. Ingbert, haben wir neu entwickelt. Ja, tatsächlich einen Toilettenzusatz. Bei dem musst du allerdings die Toilette vorher komplett reinigen. Das heißt, die Chemie muss einmal komplett raus. Ja. Ja, ansonsten können die Bakterien da nicht leben. Aha. Und die bleiben an der Wand hängen. Aha. Und es funktioniert. Wir haben es ausprobiert. Du brauchst keine Chemie mehr. Du kannst es sogar ans Klo kippen anschließend. Ja, aber ehrlich, ich muss einem auch mal sagen, wenn er immer sagt, er mag die Chemie nicht oder sonst was, wenn ich irgendwo auf dem Campingplatz bin und kann jeden Tag, im Endeffekt, da sehe ich jedes Mal die Leute, ihr erster Gang ist morgens mit dem Hund und dann mit ihrem Porta Potty durch die Gegend, Ja. sage ich jetzt mal, mit ihrem Rollbehälter zum Entsorgen, wo der Fäkalientank halt ist. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das auch schon anders da gehandhabt. Das geht auch mit natürlichen Produkten. Früher hat man das mit Essig gemacht. Mit Essig. Ja, also. Stimmt, ja. Also es muss ja nur irgendwas sein, was das Bakterienwachstum unterbindet. Und ja, wir haben da was getestet. Aber das ist ein anderes Thema. Sehr schön. So. Wird es demnächst geben, werden wir mal gucken. Ja, dann hast du irre tiefe Stauschränke. Warte mal, ich komme mal kurz. Der Duschvorhang ist ja jetzt nicht montiert, gell? Genau, der kommt hier oben dran. Da ist ja noch diese Haken und hier kommt der Duschvorhang. Liebe Leute, wenn ihr jetzt schimpft und sagt, was, ein Duschvorhang? Es ist das Hygienischste, was es gibt. Denn die Duschvorhänge, kann man da Standard-Duschvorhänge nehmen eigentlich? Nein. Nein. Also rein theoretisch ja. Würde gehen. Also das heißt, die sind halt etwas länger zum Teil und wenn da einer firm ist. aber die kriegt man nach, ist die sind mal auch bezahlbar bei gut, dass wir Tabak. Die Röllchen hier haben Okay. und die in die Führungsschienen reinpassen. Aber wir sind da tatsächlich mit Rat und Tat zur Seite und können die auch bestellen und das ist auch nicht die Unsumme. Kein Act. Außerdem kann man sie auch waschen. Bei 30 Grad habe ich auch schon gemacht. So, ja, hier vorne haben wir dann die große Dusche mit drin. Nicht alles verbatschelt. Jo, der ist sowieso, wird komplett nochmal aufbereitet. Und wir zeigen mal gerade, dass das französische Bett, leg mal bitte drauf. Hier ist eine Schutzfolie drauf, da kann nichts passieren. Dass man einfach mal sieht. Du hast so Franzosen neben. Siehst du was? Was denn nochmal? Da ist die zweigeteilt. Die ist zweigeteilt. Was hat das für Vorteile? Die Franzosen haben... Ah! Das heißt, du kannst es getrennt öffnen. Jo. Cool. Die bleibt auch stehen richtig. Das heißt, würde ja gar nicht gehen. Weil wir ja hier... Du weißt, warum es nicht geht. Wegen dem Kochfeld, wegen dem vorbeugende Maßnahme ist es getrennt. Sag mal, Sabrina, wenn du... Schulungen waren ja dieses Jahr nicht? Oder waren? Online-Schulung. Online-Schulung. Aber trotzdem bei so vielen Modellen und Modellvarianten, wie viele Grundrisse gibt es allein bei dem Jahr? Ach du mein lieber Gott. Bei dem hier, ich glaube 8. 8. Das Krass. ist schon mal das Prospektmaterial, wenn ich jetzt einfach zähle. 8. Ändern die sich jedes Jahr oder bleiben die einigermaßen gleich? Die bleiben einigermaßen gleich. Entweder ändert sich mal was im Dekor, sage ich jetzt mal vom Mobiliar, oder es ändert sich was von den Polstervarianten und Vorhängen, oder es gibt einen oder anderen neuen Grundriss. Mhm. Machen wir oben auf, bitte. Mhm. Ja, da hast du auch viel Tiefe. Zwischigkeit, haben wir was vergessen. Also wir haben die Küche gezeigt. Wenn du so viel Fahrzeug auf einmal drehst, wenn du dich mal gerade drauflegst, bitte. Geht das? Ja. Dass man mal sieht, weil die Leute immer sagen, da, jetzt fange ich schon an wie du, da hat man ja keinen Platz. Das stimmt nicht. Also das ist schon so, dass man bequem mit 2 Leuten auch drauf schlafen kann. Mit 2 Einzelbetten hast du natürlich mehr Platz. Dann geht aber dieser Grundriss nicht. Mit dem Heckbad, mit dem offenen, mit diesem Raumgefühl, was du hast. Ja, die müssen ja irgendwo, muss ja dann dieser Raum hier in der Mitte, wo du jetzt stehst, irgendwo Platz finden. Liebe Deutsche, wann hat das aufgehört, dass ihr mit euren Frauen zusammen kuschelt? Das kann ich nur sagen. Löffelchen liegen. So. Also, das ist aber Geschmackssache. Also, wenn jemand sagt, er will gerne Längsbetten haben, Doppellängsbetten geht auch?
Und Doppellängsbetten jetzt. Ja, Zwei Längsbetten, links und rechts, links Männlein, rechts Weiblein oder Weiblein. Achso, Einzelbetten. Einzelbetten. Jetzt sind wir wieder bei Einzelbetten. Das gibt es tatsächlich beim Rossini, ja. Geht's auch für diesen Grundriss? Gibt es, jawohl. Das Bad wäre dann in der Mitte, oder? Das Bad wäre dann in der Mitte zentriert verlagert. Dann hast du auf der einen Seite den Küchenblock und auf der anderen Seite hast du das Bad. Ja, dann ist aber eng, oder? Ja, dann kommst du dir nochmal so ein bisschen Wohnmobil-Feeling. So, Wohnmobil-Feeling, hast du schon gesagt. Ja, stell ich dann nochmal hin in die Küche, dass man nochmal sieht, mit einmal drehen. So, ein Menü kriegen wir zustande, wir zwei. Kriegen wir zustande. Trotzdem hast du noch einen Meter Platz hinter dir. Das heißt, zwei Leute können aneinander vorbeilaufen. Und das ist bei 2,30, warte, zeig nochmal. Ja. Und bei 2,30 ist das schon ein toller Grundriss. Also von der Offenheit her. Optik auf jeden Fall. Cool. Oh, ich glaube, wir sind durch für heute. Du bleibst jetzt hier liegen oder was? Nee. Soll ich die Heizung anmachen? Nee, brauchst du nicht. Die Sonne scheint ja drauf. Und das wird wir haben die ganze Zeit im Schatten gefühlt. Hast du gemerkt bei den anderen? Ja. So, wir sind durch. 17. Dezember. Wir haben euch wirklich viel gezeigt heute. Wir sind bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein mit der einzigartigen Sabrina Fewinger, die sich bereit erklärt hat, in voller Montur heute bei gefühlten 5 Grad. 5 Stunden sind wir jetzt am Film, glaube ich. Warte, ich gucke mal auf die Uhr, 4,40. Ja, ungefähr 5 Stunden. Nee, ja, nicht ganz. Also ungefähr 3,5 Stunden netto. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. 1 Jahr Lieferzeit haben wir. Du wirst auf dem Caravansalon sein. Normalerweise bist du auch auf der CMT, aber die ist ja leider zumindest mal für Tabat abgesagt. Und es könnte sein, dass sie auch ganz abgesagt wird. Vor 2 Tagen haben wir es gerade gecancelt, ja. Genau. Und mit der Option, ob überhaupt stattfindet oder nicht, haben wir es jetzt vom Tabat-Konzern definitiv mal auf 2023 verschoben. Ich sage nicht, dass sie nicht stattfindet, aber heute kam so eine seltsame Pressemitteilung von der Messe, die so ein bisschen hieß, ja, haben so viele abgesagt, wir wissen, oder irgendwas stand da drin. Umgebucht vielleicht. Umgebucht. Also wir haben ja die Möglichkeit, definitiv das umzulegen auf 2023 wohl. Und das hat der Konzern komplett genutzt. Ja, werden vielleicht mehrere die Möglichkeit genutzt. Das läuft ja so, auf den Messen stehen ja, ich sag mal, die deutschen Modelle, das heißt, der so oder so ähnlich würde auf der Messe stehen, aber ihr habt ja auch nicht von jedem Modell alle Grundrisse da, sondern man muss da schon ein bisschen Fantasie mitbringen. Du hast dann von dem einen, hast du den Grundriss da, in der anderen Farbe und so. So ist das. Aber ich komme nochmal. Es könnte tatsächlich mal sein, aber die letzten Jahre, ob es Düsseldorf oder auch Stuttgart war, hat es funktioniert. Hier ist, dass wir den Wohnwagen Grundriss wirklich von jedem irgendwo doch da hatten in der deutschen Serie. Was ist ein Puccini VIP, der gerade vorbeigefahren ist? Das war war das jetzt ein Fahrzeug, was der Kollege zum TÜV gefahren hatte. Das ist ein gebrauchtes Fahrzeug, was wir verkauft hatten. Und dieser VIP-Aufkleber ist bei uns gerne zu erwerben und kann auf das Fahrzeug x-beliebig draufgeklebt werden. Echt? Darf ich den haben? Kannst du mir einen schenken? Wo willst du den dann draufkleben? Ich mache den bei mir auf dem Benz. Ach, ich wollte gerade sagen, das kannst du gerne tun, aber aufs Wohnmobil kommt er nicht. Okay, klasse. Das ist auch geil. Ich will so einen VIP-Aufkleber. Cool. So, wir sind durch. Wir sind in Idar-Oberstein an der Nahe. Liebe Sabrina Fewinger, du bist Geschäftsführerin hier, die neue, aber auch schon jetzt seit 2 Jahren? Ja. Seit 2 Jahren. Hättest du das gedacht, du bist noch jung, oder? Ich bin noch jung, ja. Aber nächstes Jahr ist das auch vorbei mit dem Jungen. Ach so, ist aber noch keine 4 oder eine 3? Doch, oder? da ist wieder eine 4. Eine 4? Oh je. So, danke fürs Einschalten. Also wenn ihr, eine große Tochter. Also wenn ihr das seht, kommt bitte nach Idar-Oberstein. Das ist der größte Doppelachser-Händler Europas. Tatsächlich hier, vieles geht ins Ausland, muss man sagen. Also vieles auch nach Frankreich. Überall. So, wir haben euch ja gesagt, wir wollen mal kurz über den Platz gehen. Das machen wir. Du nimmst die Kurbel mal mit, Sabrina? Soll ich die Kurbel mal mitnehmen? Ja, hol die mit. Ja, dass sie nicht weg ist gleich. So, Auto ist abgeschlossen und wir gehen mal kurz über den Platz. Ihr habt zwar im Moment, alle Autos, die reinkommen, sind verkauft. Ihr habt doch keine Lagerware, die irgendwie da ist. Vieles wurde ja reserviert auf der Messe. 1 Jahr Lieferzeit im Moment, aber ihr kriegt laufend Gebrauchtfahrzeuge rein. Ich finde es aber immer so schön, dass du immer so schön sagst Auto. Wir haben tatsächlich 4 Reifen ab und zu, aber wir sind trotzdem immer noch kein Auto. Ein Wohnwagen. Ja. Fahrzeug. Ein Anhänger. Siehst du, das ist der VIP. Das ist der VIP. Warte, ich zeig's mal gerade. Ich finde das so genial. Ich muss so einen Aufkleber haben. Ich überlege mir, ob ich ihn dann verlose. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den in die Weihnachtslotterie machen. Das ist geil. Das wäre so. Aber krass, wie der wirkt, oder? Mach was daher.
Vollkommen. Der ist auf beiden Seiten, ist er zweimal dann? Nein, den kannst du erwerben und wenn du den möchtest, auf 2 Seiten kleben, dann klebst du ihn auf 2 Seiten. Das ist ja dem Kunde individuell gestellt dann. So, da stehen ein paar Gebrauchte. Hier stehen ein paar, 2 Cellinis, Bellini, Puccini und ein Vivaldi, ein Deutscher. Die sind auch im Netz? Die sind noch nicht im Netz. Die kamen letzte und vorletzte Woche. Wir sind momentan etwas hinterher. Und unser Cellini hier, das ist der mit dem Ärger ausfahrbar. Der da? Der hier? Der hier. Der hier, das heißt ein großer Cellini. So, der hat ein bisschen... Der wird jetzt mal noch aufbereitet. So, der stand wahrscheinlich relativ lange an einem Platz, oder? Der da, sie sagt ja. So sieht er aus. Du, das spielt ja keine Rolle. Also es ist ja so, wenn er ja, ich sag mal, fest irgendwo stand, das macht dem Wagen ja nichts. Wenn er aufbereitet ist, ist er wieder wie neu. Es ist halt einfach, wenn du Bäume oder sonst was in den Wegen hast, und dann setzt er halt auch so an. Deswegen muss man dann hinterher sein und den ab und zu mal reinigen. Habt ihr den schon bepreist? Ne, noch gar nichts, oder? Gut. Also das ist ein langer, Länge von dem, 8 Meter Aufbaulänge? Der hat fast 10 nachher. Also mit der Deichsel dann? Ja. Okay. Siehst du, einen schönen Vivaldi haben wir noch da. Finest Edition, das ist ein relativ neuer? Der Vivaldi war vor 3, 4 Jahren jetzt als Finest. Der ist von 2018. Ein 18er. So, und jetzt fahre ich nach Hause. Ich bin heute in meinem Elektroauto da, heute viel gedreht. Da sind wir. Und bitte euch nicht wundern, ihr würdet da ja einen goldenen Showroom bauen, wenn ihr es unbedingt müsstet. Aber es ist so, dass durch die Spezialisierung natürlich auf das Thema Doppelachser, ich glaube, es wird euch nicht langweilig, oder? Uns wird es nicht langweilig. Nein, wir haben auch keinen langweiligen Bürojob. Wir freuen uns da alle drüber. Wenn wir uns ab und zu an einigen Tagen mal ärgern, freuen wir uns an den nächsten wieder. Ja, hier steht, da haben wir ihn so auch gefilmt. Das ist der Bellini. Welcher ist das? Das war der Bellini 620. 620. Tschüss, Sabrina. Ciao, Sven.